Nach unserem Heimaturlaub kehren wir zurück ins schöne Ecuador. Allerdings läuft die Rückkehr hier alles andere als rund. Nichtsdestotrotz genießen wir es sehr, wieder da zu sein, und vom Süden Ecuadors geht's in den Norden Perus. Diese Region hat keinen guten Ruf, und doch erleben wir hier ein paar fantastische Orte. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Deswegen sind wir in der Nacht noch runtergefahren. Bei Overländer sind gleich drei korrupte Checkpoints. Polizei-Checkpoints eingetragen. Und die letzten Tage hatten wir noch das ein oder andere Problem. Und jetzt schon Ersatzteile aus Deutschland brauchen, ist natürlich uncool. Und das war bisher die, sagen wir mal, sorgfältigste Inspektion. Also von daher mein Tag ist sowas von perfekt. Been feeling like every day's a vacation, like we're on an ultimate getaway. Been talking about it, but now we made it. Oh, so let's take it slow. Da sind wir wieder. Nach 2 Wochen in der Heimat sind wir zurück in Guayaquil und damit an unserem Camper. Von Stadt haben wir jedoch erstmal genug. Wir wollen direkt wieder raus in die Natur. Wir sind da auf 3980 Meter. Und haben einen guten Stellplatz. Hallo und herzlich willkommen aus dem Cayas Nationalpark. Ich wollte jetzt hier gerade eigentlich den Campground bezahlen oder den Parkplatz, aber scheinbar musste er erst das mit seinem Chef abklären, obwohl es hier bei Overländer eingetragen ist und schon viele gecampt haben. Aber die Aussicht ist auf jeden Fall sehr schön. Wenn wir nicht da campen dürfen, dann müssen wir nochmal überlegen, wo wir hinfahren. Aktuell stehen wir nämlich hier so auf dem Parkplatz und haben eigentlich eine ganz gute Sicht, obwohl ein paar Gebäude im Weg sind, aber sollte passen. Guten Morgen! Es sind 2 Tage vergangen. Wir sind nicht mehr im Cayas Nationalpark. Und zwar sind wir ja von 0 auf 4000 Meter gefahren. Und das ist Jessie nicht so gut bekommen. Deswegen sind wir in der Nacht noch runtergefahren. Das heißt, wir sind das erste Mal seitdem wir nach Mexiko eingereist sind, auch nachts gefahren. Hat aber eigentlich alles ganz gut funktioniert. Außer, dass wir kurzzeitig mal komplett keine Elektrik mehr hatten, weil sich irgendwie der NATO-Knochen ausgeschaltet hat, warum auch immer. Aber zum Glück konnten wir es schnell lösen und waren dann um 11 Uhr hier in Cuenca auf diesem Campground. Und jetzt gucken wir uns mal gleich die Stadt an. Cuenca. Die auf gut 2500 Metern Höhe in den Anden gelegene Stadt wurde 1557 von den Spaniern gegründet und ist heute vor allem für ihre gut erhaltene Altstadt bekannt. Diese gehört seit 1999 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Cuenca gilt als eine der schönsten und sichersten Städte Ecuadors, mit kolonialer Architektur, gepflasterten Straßen, mehreren Flüssen und zahlreichen Kirchen und ist deshalb auch sehr beliebt bei Touristen. Oh, das sieht aber schick aus. Das ist aber alles niedrig hier. Das ist nur für kleine Menschen gebaut. Oh, sicher. Aber wir haben keinen Platz. Die Blumen sind so schön, die sehen zum Teil aus wie nicht echt. Also wunderschön. Nachdem wir gerade in der Kathedrale aus Versehen in der Messe gelandet sind, haben wir den Eingang zum Turm gefunden. Kostet 4,50 für 2 Leute. Jetzt gehen wir mal nach oben. Und haben hoffentlich noch eine gute Sicht, weil gerade ziehen die Wolken auf. 105 Stufen waren das jetzt schon. Jetzt sind wir aber noch nicht ganz oben. Die haben das ja aber echt nett angelegt. Das ist irgendwie total modern gemacht.
Die Catedral de la Inmaculada Concepción ist das Wahrzeichen der Stadt. Der Bau begann 1885 und dauerte fast 100 Jahre. Besonders auffällig sind die 3 großen blauen Kuppeln, die mit glasierten Fliesen aus Tschechien bedeckt sind. Die Kathedrale ist eines der größten Gotteshäuser Lateinamerikas und bietet Platz für rund 8000 Menschen. Der Aufstieg auf das Dach lohnt sich, denn von hier hat man einen beeindruckenden Blick über die gesamte Altstadt und die umliegenden Berge. Wir sind ganz oben angekommen und stehen hier zwischen den Türmen, aber die wurden nie fertig gebaut, weil scheinbar gab es bei der Planung einen Fehler und wenn man die fertig gebaut hätte, wären halt einfach die Türme eingestürzt und ja, deswegen wird diese Kathedrale wohl nie vollendet werden. Links sieht man die Kathedrale, wie sie heute aussieht, und rechts, wie sie mal geplant war. Wir schlendern noch ein wenig durch die Gassen, bevor es zurück zum Camper geht. Wir verlassen Cuenca und durch diesen Canyon geht es immer weiter stetig bergab, von 2500 Metern Höhe zurück auf Meeresniveau. So, wir sind mal sehr gespannt. Bei Overlander sind gleich drei korrupte Polizei-Checkpoints eingetragen, die jetzt in den nächsten Minuten auf uns warten. Schauen wir mal, ob wir da ganz ohne was durchkommen oder ob es uns da auch erwischt. Wir sind sehr gespannt. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Aber vielleicht ist die Position auch nicht so ganz richtig. Das ist ja auch die Frage, ob es feste Checkpoints sind oder ob das angehaltene Fahrzeuge Ja, da waren 2 Eintragungen, aber schon mal. Also am ersten eingezeichneten Punkt war schon mal nichts. War noch nicht mal ein Gebäude oder so. Also. Ja, vielleicht wurden da mal welche angehalten. Kann ja auch sein, dass es gar nichts Festes war. Ja. Bei einem zweiten Checkpoint standen jetzt tatsächlich Polizisten bzw. ein Polizeifahrzeug mit Polizisten drin. Die haben auch kurz geguckt, aber waren auf der anderen Straßenseite und folgen uns, glaube ich, nicht. Also hätten wir das auch schon mal erledigt. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Das lief auf jeden Fall gut. Hier war auch keiner. Hoffen wir, dass nicht irgendwo noch sich so einer versteckt. Aber scheint gut gelaufen zu sein. Und die Grenze nach Peru ist in 50 Kilometern, aber die werden wir heute nicht mehr schaffen, weil wir schon 16 Uhr haben und 2 Stunden müssen wir auf jeden Fall rechnen. Je nachdem was länger und dann wäre es schon dunkel. Das heißt, wir werden uns jetzt noch einen Platz vor der Grenze suchen, wo wir dann übernachten. Wir sind an unserem Stellplatz angekommen. Wir haben uns gegen die Tankstelle entschieden und stehen jetzt hier auf so einem, ja, da hinten ist so ein Schwimmbad. Und hier kann man für $5 pro Person stehen. Das ist jetzt kein Highlight, aber ist auf jeden Fall ruhiger, wenn der Kollege da hinten vielleicht irgendwann mal die Musik ausmacht, als an der Tankstelle. Und dann haben wir morgen noch eine gute halbe Stunde bis zur Grenze. Und ja, die letzten Tage hatten wir noch das ein oder andere Problem. Unter anderem geht unser Ladebooster nicht mehr. Ich habe schon alle Leitungen durchgemessen, aber ja, er geht scheinbar wirklich nicht mehr. Wahrscheinlich haben wir ihn in der Nachtfahrt, als der NATO-Knochen rausgesprungen ist, weil der hat wahrscheinlich immer so ein bisschen gewackelt. Warum auch immer das passiert ist, haben wir ihn dabei geschrottet. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Und die Quellen hier sind für Votronic-Lade Booster sehr schlecht, also gibt es eigentlich gar nicht. Wir gucken, ob wir vielleicht ein Victron-Gerät finden. Also Solarladeregler habe ich ohne Ende gefunden, aber Ladebooster halt bisher überhaupt nicht. Müssen wir mal schauen, vielleicht
können wir noch irgendwo einen auftun. Ansonsten stehen wir auch schon in Kontakt, dass wir einen entsprechenden Ladebooster von Deutschland aus schicken, was natürlich dann wieder Zoll und Co. auf sich hat und ungewisse Zeit mit sich bringt. Aber wir hoffen das Beste. Fahren wir morgen erstmal nach Peru und dann schauen wir weiter. Ja, wir haben irgendwie schon gesagt, diese Woche geht's nur rückwärts und bergab. Wir sind ja noch nicht mal eine Woche wieder in Ecuador und jetzt schon Ersatzteil aus Deutschland brauchen, ist natürlich uncool. Aber wir hatten gedacht, es könnte auch noch schlimmer kommen, weil wir gehört hatten, dass die Indigenen in Ecuador streiken und dass es beim letzten Mal tagelang einfach gar nichts mehr ging wegen Straßenblockaden und Co. So haben wir schon gedacht, vielleicht kommen wir gar nicht mehr nach Peru in den nächsten Tagen. Aber jetzt haben wir überhaupt nichts davon mitbekommen. Die Straßen waren frei und auch in den Gruppen zu Ecuador, wo wir drin sind, hat keiner irgendwas gemeldet. Also von daher ist das wenigstens was Gutes, neben den Polizeikontrollen, die auch nicht da waren. Von daher, vielleicht geht es jetzt in Richtung Peru ein bisschen besser voran und wenn das dann mit dem Ladebooster auch noch klappt, dann sind wir hoffentlich wieder on track und das kann richtig gut weitergehen. Schön, dass da die Spur als geöffnet steht. Nach Kasse kann man direkt zur Kundenspitze. Renners. Bist du nicht noch an? Ja, Guten Morgen, es ist 7:30 Uhr und wir sind auf dem Weg zur Grenze. Ja, wir hatten Unterschiedliches ja von der Grenze gehört. Die Einreisefreunde von uns sind ganz easy durchgekommen. Ich meine, es wäre ja alles ganz entspannt gewesen, gar keine Inspektion, nichts. Und jemand anderes, allerdings auch ein amerikanischer Staatsbürger, der wurde wohl total gefilzt. Ja, und jetzt sind wir mal gespannt, wie das bei uns gleich aussieht. Wir hoffen natürlich, es bleibt entspannt. Aber es ist ja immer so ein bisschen Glückssache auch, an wen man da gerät und wie die so drauf sind. Ja, aber wir gehen erstmal ganz optimistisch daran. Bisher waren die Grenzen ja eigentlich immer ganz entspannt. Inzwischen wissen wir ja, wie es läuft. Und von daher hoffen wir auch, dass es dieses Mal genauso wird. Achso, ist nur eine Spur auf. Okay. Wir sind jetzt an der letzten Tankstelle vor der Grenze. Hier machen wir nochmal voll. Ist wahrscheinlich günstiger als in Peru. Allerdings hat der Preis sich auch ordentlich gesteigert. Bevor wir in den Heimaturlaub geflogen sind, war es bei 1,79 $ pro Gallone. Jetzt ist es bei 2,80 $ pro Gallone. Das heißt, wir haben vorher 40 Cent bezahlt pro Liter und jetzt ungefähr 60 Cent. Ist immer noch super günstig, aber die Preissteigerung ist schon sehr heftig. Es liegt wohl daran, dass die ecuadorianische Regierung entschieden hat, dass sie die Subventionen streichen und deswegen ist halt 1 $ pro Gallone teurer geworden. Wir sind an dem ersten Stop der Grenze angekommen und zwar muss man wohl hier irgendwo das Tip canceln. Müssen wir mal schauen, wo wir genau hin müssen und dann geht es nachher in die Richtung weiter. So, da durch die 2 Glastüren. Das ist mein Finger. Da. Da müssen wir jetzt rein. Wir fahren das zweite Mal hier vorbei. Also das Tip-Cancel hat genau 1 Minute gedauert. Ich glaube, es hat länger gedauert, zu gucken, wo das Gebäude ist, wo wir rein müssen, als das Canceln. Also reingegangen, Zettel abgegeben, er hat da irgendwas draufgeschrieben. Wir haben ein Foto gemacht, fertig. Das war's. Also Schritt 1 erledigt. Wenn der Rest so schnell geht, sind wir in 10 Minuten fertig. Aber das glaube ich jetzt nicht. Wir müssen jetzt erstmal noch 4 Kilometer fahren und dann kommt da ein Gebäude, wo im Prinzip komplett der Rest ist. Also Immigration von Ecuador, also Ausreise und dann auch die Einreise von Peru und das neue Tip. Und wenn der Hund von der Straße geht, dann können wir auch weiterfahren. Ja, bestimmt kommt das sogar. So, dann packen wir ein, 89.992 ist die Grenze. Aber wir sind doch jetzt noch gar nicht ausgerollt. Ja, aber hier ist die Grenze, also die reale Grenze. 89.000 was? 992. Okay, ja. Oder was? Ja. Ah, okay. Gracias. Gracias.
Hier ist Aduana. Ich glaube, wir müssen sogar jetzt nach da vorne schon, oder? Aduana. Ah ne, Migration. Ja, okay. Wir sind in Peru. Ausreise Ecuador und Einreise Peru ging relativ schnell. Sie hatten nur irgendwie ein bisschen Probleme mit dem Pass, wo was steht und so. Und dann musste man natürlich noch das Tipp machen. Da war irgendwie eine längere Schlange und dann hat irgendwie noch so ein Zöllner da Chaos verursacht. Deswegen hat das ja fast eine Stunde, glaube ich, gedauert. Und als wir das dann hatten, war natürlich ein Tippfehler immer wieder irgendwo drin. Das wurde dann noch korrigiert. Als wir das dann hatten, haben wir noch Geld geholt, weil hier kann man nicht kostenlos Geld holen. Schließlich gibt es jetzt hier keinen Dollar mehr. Und dann gab es tatsächlich noch eine Inspektion. Und das war bisher die, sagen wir mal, sorgfältigste Inspektion. Also er hat richtig in den Gurtbock reingeguckt und auch noch in das Fach, was unter dem Gurtbock ist, wo der Warmwasserboiler drin ist. Also er hat da seine Aufgabe ernst genommen. Hinten wollte er auch noch ein paar Kisten rausnehmen, hat dann noch was von Kokain erzählt und so. Und wir haben gesagt, nee, damit haben wir nichts am Hut. Und ja, es hat, glaube ich, eine Viertelstunde oder so vielleicht gedauert, 10 Minuten, ich weiß nicht genau. Ja, und insgesamt haben wir ja 1,5 Stunden gebraucht, aber das meiste davon war eigentlich die Wartezeit, um das Tipp zu machen. Und jetzt geht's erstmal an den Strand. Also was uns jetzt auf den ersten Kilometern direkt schon mal aufhält, sind die Straßenverhältnisse, die weiterhin nicht so gut sind, beziehungsweise vielleicht auch noch schlimmer werden. Aber vor allen Dingen der Müll. Also Ecuador war, was Müll angeht, schon echt gut. Also da war nicht viel los an den Straßenrändern und so und an den Flüssen. Also es war ziemlich sauber. Aber hier ist, was Müll angeht, schon wieder nicht so schön. Die peruanische Küste soll aber auch eines der schlimmsten Gebiete in Südamerika bezüglich Müll sein. Das heißt, wir hoffen, es wird in den Bergen wieder besser. Oh, ist schon ganz guter Verkehr hier, oder? Was macht man als erstes, wenn man im neuen Land ist? Natürlich in den Baumarkt gehen. Ne, wir haben ja das Problem, dass wir den Ladebooster kaputt haben und deswegen versuchen wir jetzt mal Kabel zu besorgen, dass wir unseren Landstromanschluss an den Start kriegen, weil ab hier gibt es nämlich wieder 220 Volt. Zwar auf 60 Hertz, aber das kann auch der Wechselrichter. In Deutschland ist eigentlich 50 Hertz, aber er kann beides. Also schauen wir mal, ob wir hier was kriegen. Ich war auf jeden Fall erfolgreich, die Auswahl war echt gut. Irgendwann hatte ich dann zu viel in der Hand und dann kam so eine Mitarbeiterin, die hat mir dann die Sachen abgenommen, in den Korb getan und direkt schon eingescannt. Das heißt, an der Kasse musste nur noch ihr Scanner gescannt werden und dann war schon alles fertig. Also auf jeden Fall, muss man sagen, nicht schlecht für Service. Und natürlich sind wir auch, oder ich gleich mal im Supermarkt. Und die Auswahl hier ist auch richtig gut eigentlich und auch relativ günstig. Vielleicht kriegen wir auch einen guten Saft. Mal schauen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das Tuk-Tuk vor uns gleich nach rechts umfällt. Also von den Reifen her sieht das gefährlich aus. Ah, hier. Ah, sieht heftig. Oh, Klingel noch? Wo klingelt man denn hier? Ich denke mal da. Einfach geradeaus, ne? Schnell. Mach ihn besser. Okay, gracias. Vorne und links. Hier links? Ja, da ist auf jeden Fall eine Fahrschule. Achso, ja, links. Ist quer, hat er gesagt, oder? Ja. Da ist tatsächlich fast gerade keiner da. Würde ich sagen, geh mal da hin, oder? Ja. Das ist doch perfekt, du.
das gefällt mir sehr gut. Willkommen im Paradies. Wir stehen einfach erste Reihe zum Strand. Perfekt. Und Jessie ist hier gerade schon mal unterwegs, um zu gucken, wo alles ist. Und dann werden wir jetzt gleich erstmal was essen. Ganz schön steife Brise hier. Aufgrund des defekten Ladeboosters jetzt mal vermehrt auch wieder draußen gekocht. Heute wird mal gegrillt. Wir haben nämlich ein schönes Stück Fleisch gefunden. Guten Morgen. Ich habe hier schon mal gerade angefangen, alles freizuräumen. Heute wird nämlich mal der Landstromanschluss gemacht. Eigentlich das meiste haben wir ja schon. Wechselrichter ist da. Der entsprechende FI-Schalter mit Leitungsschutz ist auch da. Nur das habe ich halt nie verkabelt. Was ich dann mal auf der Reise eingebaut habe, war der Landstromanschluss, also im Prinzip die Steckdose, die ist unterm Fahrzeug. Und jetzt müssen im Prinzip nur noch die Kabel gezogen werden. Natürlich ist es 230 Volt, demzufolge sollte das eigentlich nur ein Elektriker machen, aber wir sind in Peru. Ich denke mal, hier wird es keinen Elektriker geben, der das vernünftig machen kann. Demzufolge machen wir das mal selber. Auf der rechten Seite ist der Ausgang und auf der linken Seite muss entsprechend dann das Kabel für den Eingang angeschlossen werden. Ich hänge hier so in der Elektrik drin, ist natürlich alles ausgeschaltet. Und ich habe jetzt entsprechend das Kabel angeschlossen, also das 230 Volt Kabel für den Eingang. Und das war wahrscheinlich vom Drankommen das Schwierigste. Das werden wir jetzt schön verlegen und dann wird das entsprechend im Sicherungskasten natürlich auch noch angeschlossen. Da ist es schon dran. 2 Stunden sind ungefähr vergangen. Im Camper ist jetzt alles verkabelt und jetzt muss ich noch im Prinzip das Landstromkabel, was außen im Camper reingeht, konfigurieren. Und verrückterweise gibt es hier in Peru einfach CCI-Stecker. Natürlich aus Deutschland, aus Kirchhundem. Also es gibt wahrscheinlich kein besseres Land, wo dieses Problem hätte auftreten können. Wir haben 220 Volt hier überall und es gibt einfach entsprechende Stecker. Natürlich hätte man auch noch was anderes basteln können, aber so ist es, glaube ich, noch besser. Das ist unser 230 Volt Anschluss. Geht aber ein bisschen schwer raus. Kann man das hier so aufmachen? Hoch. Und dann ist hier die Steckdose, die müssen wir auch mal sauber machen. Und dann kommt der Stecker da rein. Der Stecker ist auch verkabelt, natürlich mit Ader-Enzhülsen, die sieht man jetzt gerade nicht. Jetzt bauen wir den zusammen und dann müssen wir noch das Kabel verlängern. Okay. Der Moment der Wahrheit, wir machen Landstrom an. Und siehe da, es kommt Landstrom rein. Wir laden per Landstrom und jetzt können wir einmal unsere Batterien voll machen und dann werden wir das Kabel erstmal wieder wegmachen und bevor wir fahren, werden wir auch nochmal laden. Wir laden jetzt mit 1500 Watt. Das ist schon ganz ordentlich. Lange Zeit hatten wir keine Ventilverlängerung an den Zwillingsreifen. Damit war das Aufpumpen der Reifen immer sehr aufwendig. Deswegen haben wir auf unserem Heimaturlaub neue Ventilverlängerungen mitgebracht. Hierfür war es wichtig, dass wir Stahlventile verbauen, weil sonst die Gefahr besteht, dass die Ventilverlängerungen die Ventile abreißen. Und mit diesen neuen Ventilverlängerungen können wir jetzt schneller Luft aufpumpen und vor allem auch ablassen, wenn es auf Schotterpisten geht.
Ja, was macht der denn da? Jemand gesehen? Also auf jeden Fall ein Wal und der ist ziemlich am Springen, aber es ist super weit weg. Also ich würde mal schätzen 5 Kilometer mindestens. Da wieder. Das müssen voll viele sein. Guten Morgen. Es ist 7 Uhr und ich sitze hier vorne direkt am Strand auf den Stühlen und genieße die morgendliche Sonne und das Licht. Es ist wirklich wunderschön mit diesem Meeresrauschen im Hintergrund. Richtig toll. Hier an der Küste im Norden Perus begegnen sich zwei große Meeresströmungen, der kalte Humboldt-Strom aus dem Süden und wärmere tropische Strömungen aus dem Norden. Dieses Zusammenspiel macht das Wasser besonders nährstoffreich und schafft die Grundlage für eine außergewöhnlich hohe Artenvielfalt. Zwischen Juli und Oktober ziehen Buckelwale entlang dieser Küste, wie Martin ja bereits gesehen hat. Und, Spoiler, wie auch wir aus nächster Nähe noch beobachten werden. Doch nicht nur Großtiere prägen diese Küste. Man sieht oft Menschen im Wasser treiben, mit Schnorchel, Flossen und einem einfachen Schwimmreifen als Auftriebshilfe. Sie tauchen nach Muscheln, Meeresschnecken oder Seeigeln, die sich an den felsigen Unterwasserzonen festsetzen. Es ist körperlich harte Arbeit und Teil einer langen Küstentradition. Viele Familien leben hier seit Generationen vom Meer. Nicht vom industriellen Fang, sondern von dem, was sie täglich von Hand sammeln. Soll ich irgendwas machen jetzt? Ich soll da runterfahren. Das soll ja wahrscheinlich den Kontrollpunkt werden. Achso, das oder den Fahrzeug. Ja, weiß ich nicht, was er will. Schauen wir mal. Buenos días. Permítame, por favor, revisarle su... Sí. Sí. Oh, casa rodante. Nee, das war's schon? Ist doch mal jemand gesagt, aber. Gracias, muchas gracias. Wir haben unseren schönen Platz nach 4 Tagen verlassen. Heute ist tatsächlich auch der beste Tag, aber irgendwann muss es mal weitergehen. Und jetzt gerade kam noch mal eine Zollkontrolle. Da wollte ich das Tipp sehen und einmal kurz reingucken, aber er ist noch nicht mal reingekommen. Also nichts Besonderes, aber scheinbar gibt es irgendwie so, ich weiß nicht, wie viele Kilometer waren das jetzt? 50 Kilometer, ne, wahrscheinlich 100 Kilometer im Land. Nochmal so eine Zollkontrolle. Ist wohl im Süden auch so, aber hat ja alles ohne Probleme geklappt. Also geht es weiter Richtung Süden. Ist da irgendwo einer? Ne, muss er wahrscheinlich da durchs Roma gehen. Dann haben wir sich doppelt scheinbar wirklich oder so Mehrbeziehungen. Guten Morgen. Guten Morgen. Es ist kurz nach 6 und wir sind schon unterwegs. Von uns geht es nämlich gleich da raus aufs Wasser und dann hoffen wir mal, dass wir ein paar Wale sehen. Wir haben die Tour in Ecuador ja ausgelassen, weil wir nicht zum Meer gefahren sind, aber hier lag es auf dem Weg und deswegen haben wir gesagt, nehmen wir das mal mit. Entonces, sector de línea amarilla, ya a la hora del embarque vamos a hacer un transbordo de un bote pequeño a la lancha grande.
sunshine. Got me wishing for the moonlight. Als erstes bekommen wir auf unserer Tour eine Delfinschule zu Gesicht und freuen uns darüber schon sehr. Nichts ahnt, was uns noch alles erwarten wird. Nach ein paar kurzen Walbegegnungen nahe der Küste geht es für uns weiter raus. Der Guide erklärt uns, dass weiter draußen bei Rauerer See die Wale gern spielen und springen, da ihnen die raue See mehr Schutz bietet und sie dadurch mehr Energie übrig haben. Was uns besonders gefällt, unsere Guides hier jagen den Walen nicht einfach hinterher, sie beobachten ihr Verhalten. Sie nähern sich den Tieren und warten ab, wie diese reagieren. Wir begegnen hier gleich mehreren verspielten Jungtieren, aber auch größeren Exemplaren, die nah herankommen und uns ein unsagbares Spektakel präsentieren. Wir wissen zwischendurch gar nicht, wo wir hinschauen sollen. Einfach unglaublich, die Buckelwale hier so erleben zu dürfen. Buckelwale können übrigens bis zu 16 Meter lang und rund 30 Tonnen schwer werden. Sie kommen im Sommer aus der Antarktis hierher und legen dabei mehrere tausend Kilometer zurück. In dieser wärmeren Küstenregion, rund um Los Ojanos, paaren sie sich und bringen ihre Kälber zur Welt. No hay nada que decir ahora. Say just enjoy the show. Disfruten el espectáculo. Bienvenidos a nuestro oficina. Why do you lose yourself to me? If you don't wanna be found. And why have you been leaving all your doors unlocked? If you're not gonna let me in your house. All you know is what you
we call our emotions the truth and pretend like we can see. Und wie hat's dir gefallen? Das war schon cool. Also wir sind ja anfangs mit den vielen Delfinen da irgendwie unterwegs gewesen und dann haben wir ein paar Wale gesehen und dann sind ja auch ganz viele noch neben uns irgendwie direkt gesprungen. Ja, und dann habe ich eben noch, als wir wieder hier ankamen, ja noch gefragt, ob es überhaupt Schildkröten gibt. Und dann haben wir die auch noch gesehen. Also von daher mein Tag ist sowas von perfekt. Kann nichts anderes mehr kommen. Und die Schildkröten waren sogar direkt vom Steg aus zu sehen und die haben sich am den Fischresten bedient, hier von den Leuten, die hier Fisch fangen. Wir sind an unserem nächsten Schlafplatz angekommen. Die Anlage ist eigentlich ganz cool. Hier hinten ist eher so ein Sandplatz, aber eigentlich gar nicht so schlecht. Und ganz da hinten, das ist erstmal ein Tennisplatz. Und ganz da hinten ist noch ein Pool, aber der ist irgendwie leider ziemlich dreckig. Das heißt, der Pool fällt leider auf, hatten wir uns eigentlich schon darauf gefreut. Aber wir entspannen jetzt erstmal ein bisschen im Schatten. Und dann war es das auch schon mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Gerne Daumen nach oben da lassen, Abo und Kommentar natürlich auch nicht vergessen. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr was in die Dieselkaste schmeißt. Alle, die das gemacht haben, vielen Dank. Und natürlich auch danke für die Super Thanks. Bis nächste Woche. Wir haben einen Dieb enttarnt. Hier hat einer meinen Flipflop geklaut. Danke dir.